Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof Harburg und heute lassen wir einen Würfel entscheiden, wohin wir fahren. Was sind denn die Regeln für dieses Experiment? Erstens, wir fahren nur in eine Richtung. Das heißt, wenn wir Richtung Norden fahren, dürfen wir nicht mehr Richtung Süden. Und wenn wir Richtung Westen fahren, dürfen wir nicht mehr Richtung Osten. Dann zweitens, der Würfel entscheidet, welche der ersten 6 Abfahrten innerhalb von 45 Minuten ich nehme. Die Abfahrten dürfen nicht eine Sackgasse als Endstation haben oder nur eine Linie haben, die in die andere Richtung fährt. Das heißt, anhand der ersten Regeln halt. Ein Schienenersatzverkehr heißt, wenn die Linie halt irgendwo endet und da halt ein Schienenersatzverkehr weitergeht, zählt dieser Schienenersatzverkehr als Weiterfahrt dieser Linie. Dann drittens, zum Thema Umsteigen. Der Würfel entscheidet, bei einer geraden Zahl steige ich um und bei einer ungeraden Zahl bleibe ich sitzen. Wir würfeln nur, wenn es mehr als eine Möglichkeit gibt, an diesem Umsteigepunkt umzusteigen. Da wir im ChatGPT-Experiment den RE4 nach Bremen genommen haben, nehmen wir heute den RE3 nach Uelzen. Psych! Nach einem spontanen Gleiswechsel sind wir auch schon an unserem Gleis. Und der RE3 in Holzen, der kommt dann auch schon. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein und los geht's. Ja, wir sind jetzt hier kurz vor Uelzen, deswegen packen wir mal hier den Würfel raus und gucken mal, was es hier für solche Abfahrten gibt. Erstens nach Göttingen, Braunschweig und Hohenwulsch sehe ich da. Der Würfel sagt Nummer 1, also Göttingen. Wir halten unter anderem in Unterlüß. Ja, die Wahren werden sich daran erinnern. Irgendwie sind wir nach Uelzen einfach hier mitten in der Pampa stecken geblieben. Aber leider geht's nicht nach München, sondern nur bis Unterlüß, auch irgendwo mitten in der Pampa. Später. Heute mit Halt in Unterlüß. Grund dafür ist ein technischer Defekt an einem anderen. Wir erreichen demnächst Hannover, ein möglicher Umsteigepunkt. Der Würfel würfelt eine 4 und sagt, wir steigen aus.
Was gibt's denn hier so? Wolfsburg, Salzgitter und Braunschweig, wenn ich mich nicht verlesen habe. Wenn das eine 6 ist und sich das ja alles wiederholt und so, ist es Braunschweig. Ja, ich habe mir mal erlaubt, einen Zug früher zu nehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, weil ja, ich dachte, ich würde den nicht mehr kriegen, aber offenbar ja doch. Angenehme Fahrt. So, wir sind jetzt hier auch kurz vor Braunschweig. Die Abfahrten, ich sehe bei Magdeburg und Wolfsburg. Und der Würfel sagt Wolfsburg. Ja, willkommen hier in Braunschweig. Unser Zug, der RE50 nach Wolfsburg, steht auch schon dran. Vorher kommt allerdings noch dieser Intercity hier, zu dem es übrigens auch ein schönes Review gibt. Jetzt rechts oben auf die Infobox. Und nachdem der jetzt weg ist, fährt dann auch unser Zug ein, in dem wir jetzt auch mal einsteigen. Ja, willkommen in Wolfsburg, der Stadt vom VW und die Stadt, wo aus irgendeinem Grund ICEs manchmal einfach so durchfahren, obwohl sie halten sollen. Leider haben wir nur eine Möglichkeit hier, nämlich den Zug nach Stendal. Und in diesen Zug steigen wir jetzt mal ein. Ja, dieser Bahnhof hier sieht sehr heruntergekommen aus. Egal, was für Abfahrten haben wir. Ich sehe Tangerhütte und Rathenow. Und unser toller Würfel sagt Rathenow. Kleiner Besuch auf der Toilette noch. Dann, ja, sind wir auch demnächst in Stendal. So, willkommen in Stendal. Und da hinter mir ist auch schon der Zug, bei dem es jetzt weitergeht.
Ja, der Zug hier hat leider keine Klimaanlage, deswegen ist sehr warm hier drin. Aber ja. Ich auf den Rate 0. Leider habe ich vergessen, äh, das Dings aufzunehmen. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber die Entscheidung lag halt basically zwischen, wie heißt das, Falkenberg-Elster und Brandenburg Hauptbahnhof. Und wir fahren nach Falkenberg-Elster, also an Berlin vorbei. Ich steige allerdings schon in Berlin-Spandau aus, weil ich noch irgendwie heute nach Hamburg zurückkommen muss. Und dann können wir ja mal gucken, wie viel wir heute geschafft haben. Herzlich willkommen in Berlin-Spandau. Berlin ein Ort, an dem ich schon sehr oft war, in Spandau allerdings noch nicht. Sieht hier aber sehr interessant aus auf jeden Fall. Vor unserem Zug Richtung Schwerin kommt noch dieser Eurocity hier, zu dem es auch ein schönes Review gibt. Oder halt auch der Zug nach Potsdam, wozu es auch schon einen schönen Vlog gibt. Und dann steigen wir jetzt in diesen Zug ein, der Odeck nach Schwerin. Was sagen die Statistiken? Wir waren
fast 7 Stunden lang unterwegs und konnten eine Entfernung von 427,9 Kilometer zurücklegen und saßen in genau 7 Zügen. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe mal Orte gesehen, die ich noch nicht kannte. Und ja, wenn ihr mal Bock habt, sowas zu machen, macht das einfach gerne und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und an dieser Stelle würde ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und tschüss, bis zum nächsten Mal.